Ideenwerkstatt. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ideenwerkstatt. Ganz unter dem Motto EM 2024. An meiner Seite Christian Kolb mit einem wunderbaren Setup. Das kannst du laut sagen. Eigentlich stellt sich ja die Frage, Team Fondue oder Raclette? Ich würde sagen Team Fondue, weil wir ja heute etwas ganz Außergewöhnliches machen. Aber du hast mir ein sehr schönes Produkt vorbeigebracht. Es hat mir zwar schlaflose Nächte gebracht, bis ich da überlegt habe, was kann man aus einer fertig gebackenen Brezel... Ich wollte gerade sagen, eigentlich so ein einfaches Produkt. Fertig gebackene Brezel. 90 Minuten auftauen und sie ist extrem gut. Und was soll ich da jetzt noch verbessern? Nein, aber das hat mich wirklich schlaflose Nächte gebracht. Und dann ist es mir, wie beim Aloysius, im Blitz getroffen, die Idee gekommen. Also nur was du berichtet hast, es hört sich sehr spannend an, absolut interessant. Ich freue mich schon aufs Probieren nachher. Also wir werden einen Weißwurst-Brezen-Spieß machen. Und dann ziehen wir diesen Spieß durch den Backteig. Und geben ihn in den Fondue-Topf. Und das Wichtige daran ist ja, jetzt können wir die gesamte Kumpeltruppe um einen großen Tisch setzen, in der Mitte den Fondue-Topf, die Leinwand ist dort, die Deutschen spielen im letzten Angriffssturm und jeder macht seinen Spieß rein. Ich bin gespannt, ob sich diese Idee durchsetzen wird. Von der Theorie her hört sich super an. Ich bin gespannt. Dann lass es uns mal zeigen, wie es geht. Ich mache den Teig. Du guckst würdest bitte zu, ne? Ja, ich würde heute mal ein bisschen zugucken, weil ich habe ja die Brezel schon vorbereitet. Ja, haben wir für dich gemacht. Wirklich ein tolles Produkt, einzigartig. Nach 90 Minuten, du hast einen schönen, krossen, röschen Du bist dir auch sicher mit Teig. süßen Senf? Ja, die Hälfte. Die Hälfte. So wie ich es dir gestern schon in der Memo geschrieben habe. Genau. So, ich schneide währenddessen. Und das heißt, wir machen dieses Produkt, einen Weißwurstspieß. Nicht zu viel drauf geben nachher beim Spießen, weil der Topf von der Tiefe her jetzt eher flacher ist. Es gibt unterschiedliche Größen dieser Töpfe, dann kann man auch einen längeren Spieß machen. Aber so ist es ein schöner Happen. So, vorsichtig anfangen. Sonst mit dem Löffel vorrühren. Ja, ich krieg das hin. Ja, da bin ich sicher. Und denk dran, rechtzeitig die Milch reinzugeben, aber die Klumpen sollten ruhig weggehen, aber ruhig die Hälfte von mal reingeben. Du bist mir da ein bisschen zu zaghaft. Sehr zaghaft. Ja, sehr schön. So, währenddessen schneide ich uns die Brezel in mundgerechte Stücke. Und Milch nach und nach dann? Oder? Ja, da kannst du jetzt ruhig einen ordentlichen Schuss dazugeben, aber nur aufpassen, sonst spritzt, dass du es erklärst. Es darf, ja, genau. Und nicht zu flüssig, aber auch nicht zu dick. Und man kann die Brezel tatsächlich komplett, also auch die Ärmchen, wie wir immer so sagen pflegen, ruhig auch damit verarbeiten. Perfekt vorzubereiten. So. Ja, nicht mehr. Sehr gut. Eine helfende Hand in der Küche ist immer gut. Ah, das ist ein Traum. Das machst du sehr gut. Dann haben wir eine klassische Weißwurst, nicht erwärmt, also kalt verarbeiten, auch in Scheiben schneiden. So. Schauen wir mal nach. Ist der Koch zufrieden? Perfekt. Als wenn ich es gelernt hätte, wa? Perfekt. Wir geben aber trotzdem noch eine Prise Salz dazu. Da darfst du noch mal rühren. Nochmal rühren. Ja. Dass das Salz weg ist. So. Ein kleines bisschen Pfeffer. Wunderbar. Jetzt. Ja, warte. Sehr schön, vielen Dank. Jetzt haben wir doch das Bier vergessen, Mensch. Kannst du noch reinmachen. Wichtigste Zutat eigentlich. Ja, siehst du kannst ja noch mal rühren. Währenddessen. Kleinen Schluck, oder? Einen kleinen Schluck, ja, das muss rein. Das verraten wir keinen. Das Weißbier spielt jetzt ja gleich auch noch mal eine Rolle, weil ich mit diesem Spieß versucht habe, alle Komponenten eines Weißwurstfrühstücks zu vereinen. Ja. Und dafür brauchen wir ein Weißbier, wir brauchen die Brezen, wir brauchen die Weißwurst, den süßen Senf. Der süße Senf ist im Backteig. Richtig. Perfekt, reicht. Und jetzt zeige ich dir auch noch mal, was das Besondere ist. Wir haben hier auch Weißbier drin. Ich fange mit der Wurst an.
spieße dann ein Stück Brezel auf, halte es ins Weißbier, dass es sich ein bisschen vollsaugt. Dann wieder eine Scheibe Wurst, eine Brezel, die auch wieder, und jetzt haben wir diese Hopfennote, dieses, vom Weizen, diese Süße wunderbar da drin. Und wieder ein Stück Wurst dann ein bisschen zusammendrücken und fertig ist der Spieß. Das machen wir jetzt mal. Ich wollte gerade sagen, das kriege ich ja auch mit. Kriegen wir hin, oder? Ja. Es ist nicht schwer, man kann es tippitoppi vorbereiten. Und da können jetzt 30, 40 Leute kommen. Das ist ein total geselliges Thema. So. Genau. Also wenn sich das in der Nation nicht durchsetzt, ne? Selbst im hohen Norden müsste bin es sehr doch eigentlich gespannt. funktionieren, oder? Aber ich hatte da so einen Spaß dran. Ich hatte es dann auch mit Freunden ausprobiert und die haben wirklich ihren Spaß dran gefunden. So. Und man sieht, es ist schön vollgesaugt. Und jetzt wollen wir mal schauen, was unser Öl macht. Ja, das könnte so gut sein. Um das zu testen, haben wir hier jetzt gerade vom Teig probieren, Ja. ob es in Ordnung ist. Gebe ich ihn kurz rein und schaue, ob es blubbert. Und man sieht, es blubbert. Und damit ist das Öl auf einer guten Temperatur. Man sollte nur bitte aufpassen, das ist jetzt ein elektrisches Gerät. Wenn man das mit diesen Brennpasten macht, was ja sehr häufig der Fall ist, dass das Öl nicht zu heiß wird. Das ist die einzige Geschichte. Du kannst ruhig weiter spießen, ne? Wenn du möchtest. Auch nochmal Wurst. Ja, bitteschön. Jetzt nehmen wir diesen Spieß, ziehen ihn durch diesen Backteig. Ja. Und geben ihn hier rein. Ja, der sollte halten. Ich habe jetzt vielleicht einen etwas zu kurzen Spieß dafür genommen. Das ist wunderbar. Mach ruhig weiter. Ich will aber ein bisschen ja. zugucken, das sieht ja toll aus. Das macht, glaube ich, viel mehr Spaß als hier das Spießen, ne? Ja, ich muss mich konzentrieren. Und jetzt haben wir folgenden Effekt. Wir haben das Bier in der Brezel drin. Wir haben diese wunderbare Wurst, die durch das Frittieren warm wird und natürlich ihren ganzen Geschmack freigibt. Und wir haben diesen schönen süßen Senfteig außenrum. Und jetzt kann ich schauen, möchte ich es eher dunkler, möchte ich es eher heller frittieren. Auch da habe ich jetzt alle Spielmöglichkeiten. Ich könnte das Produkt, wenn ich es durch den Backteig gezogen habe, auch nochmal mit Sesam wälzen. Das ohne was zu machen. Ich meine, fertig gebackene Brezel, Weißwurst aus der Packung nehmen, aufschneiden. Es ist wirklich ein sehr tolles Produkt. Und das Besondere, und das möchte ich gerne nochmal erwähnen, ist auftauen. Und ich habe es so mal jetzt auch immer gemacht, wie es drin steht, 90 Minuten. Und die Brezel ist einfach genial. Sonst hätten wir es dir ja nicht geschickt. Stehen wir gleich wieder in der Kritik bei dir. So, jetzt zeige ich dir es mal. Jetzt habe ich es noch ein bisschen hell. Ich wollte gerade sagen, für meinen Geschmack könnte es definitiv noch ein bisschen dunkler werden. Ich schaue mal, dass der nicht reinfällt. Ja, das passt. Pack doch noch einen zweiten komm. dazu. Jetzt fangen wir mal an. Und nicht zu hoch, bitte. So. So, wieder durch. Abtropfen lassen. Jetzt könnten wir, wenn wir wollten, auch ein bisschen Sesam dran machen, unten und rein damit. Ob wir das noch mit Schwarz-Rot-Gold hinkriegen? Hey, ich bin gerade dabei. Wunderbar. Geht natürlich mit jeder Wurst, aber die Kombination fand ich am besten. Die ist nicht zu würzig, die Wurst. Ja. Und das mit dem Bier ist auch dann genau der Punkt, wo wir hinwollen. So. Schau. So sieht das fertige Produkt aus. Und wenn ich jetzt reinbeiße, ich schneide es jetzt einfach mal an der Seite an, dass man sieht, wie das schön das aussieht, kann ich all das runteressen, was ich jetzt vorhin gespießt habe. Und probier es. Also das zukünftig im Biergarten? Das wäre schön. Es ist ein geselliges Produkt für jeden Hast geeignet. du es schon mal gesehen? Wahrscheinlich noch nicht. Ich kenne es noch gar nicht. Ich glaube, wenn sich die Idee durchsetzt, haben wir hier den Vater der Idee und des Ursprungs. Das ist wie mit dem Spaghetti-Eis. Das Spaghetti-Eis ist in Mannheim mal erfunden worden. Und ja, den Laden gibt es heute noch. Mal sehen. Vielleicht habe ich ja Glück und sehe das irgendwo. Wir geben uns Mühe, dass du in die Geschichtsbücher eingetragen wirst. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses
wunderbare Produkt, was du mir zur Verfügung gestellt hast. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, daraus so etwas mal Trotz zu ein paar kreieren. schlafloser Nächte. Ja, und ich bin gespannt, wie es dir schmeckt. Ich würde sagen, du darfst den ersten probieren. Ich werde es gleich in Ruhe machen. Ich freue mich drauf. Ich glaube, wir haben den Leuten genug mitgegeben, was man mal ausprobieren kann. Und die Kombination aus verschiedenen Toppings macht das eigentlich noch spannender, gerade wenn man zusammensitzt. Das letzte Wort gebührt dir. Ja, guten Appetit und viel Spaß in der geselligen Runde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.